von anderen Leuten, die ja wiederum halt auch Multiplikatoren durch andere Blogs halt sind, wo ich dann diese Leute irgendwann erreiche. Also ich mache praktisch den Top-Down-Approach von, ich spreche ganz groß und irgendwann kommt es auch bei dem Kleinen unten an, bevor ich jetzt versuche, die Kleinen halt immer von unten irgendwie da einzeln dementsprechend zu erreichen, bevor ich seine Telefonnummer rausfinde und du bist doch dieser eine, den ich noch erreichen will, ja? Und dann eben persönlich anrufe. Deswegen lieber Top-Down, voll runterpuren, Masse drauf und dementsprechend, wie ich gestern schon gesagt habe mit Google, ja, man muss einfach nur sehr viel Scheiße halt dran schmeißen und irgendwas bleibt halt kleben. Und genauso muss man es dementsprechend auch machen. Ich glaube, dass sich das jetzt wiederum nicht widerspricht, weil das heißt ja nicht, dass man nicht beides machen kann. Ich glaube nämlich, dass ich durch die eventuell erwische ich nicht alle, die dann auf den großen amerikanischen stattfinden, die für den deutschen Markt auch relevant sind. So blöd es sich anhört, aber nicht alle von denen sprechen gut Englisch und trauen sich dazu, da was zu machen. Und da gibt es dann durchaus einige, die ich noch anders erwischen muss. Du hast definitiv das Logo. Also ich meine, du hast das Logo recht. Ich muss jetzt hier natürlich ein bisschen polarisieren. Aber der ist, also du hast durchaus recht. Aber der Sache ist halt so, ich meine, wenn ich einfach ein begrenztes Zeitbudget habe, ja, dann versuche ich es halt lieber über diesen Top-Down-Approach und dann dementsprechend richtig Gas zu geben und so halt zu gucken, dass ich dementsprechend die Leute auch in Deutschland erreiche, als dass ich hier halt so eine Nitty-Gritty-Aktion halt dementsprechend zu machen. Also man hat das Gefühl, das könnte jetzt stundenlang hier weitergehen. Das nochmal widersprochen wird. Ich wollte jetzt aber ganz kurz fragen, es gibt ja scheinbar doch durchaus zwei ein bisschen philosophisch unterschiedliche Wege. Das eine war, ich versuche mal selber die Opinion Leader zu erreichen. Ich hatte, glaube ich, auf Punkt Nummer 9 von Rand stand sowas, wer kannte von Ihnen davor den Ausdruck Pusher? Wer kennt von Ihnen eine, ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten sagen sollte, eine Push-Company in Deutschland, die das macht? Sie machen es selber. Nein. Suchst du jetzt wirklich eine oder was? Bitte? Suchst du jetzt wirklich eine oder was? Suchst du jetzt wirklich eine oder? Nein, jetzt nicht für mich, nein. Es gibt nur scheinbar zwei unterschiedliche Wege, dass ich einerseits sage, ich versuche als Unternehmen aufzutreten, suche mir die Opinion Leader versus ich beauftrage eigentlich eine Agentur, die es in einem professionellen Umfeld macht, die, so ich es verstanden habe, sagt, wir bauen hier einiges an Personas auf, an verschiedenen Nutzern, die in verschiedenen Foren sind. Zum einen wäre es mir noch nicht bekannt, dass es sowas in Deutschland gibt. Gibt es solche Unternehmen, die sowas machen? Ich muss jetzt auch sagen, also nachdem du zugegeben hast, also weil du auch mit Brand und Todd arbeitest, also ich arbeite auch mit Brand und Todd, also ja, nicht nur weil es eine meiner besten Freunde sind, sondern es ist halt auch wirklich, also ich meine, die sind einfach die Götter. Und ich würde jetzt Werbung fürs SEO Oktoberfest machen, wo sie auch vorbeikommen. Aber nee, aber es ist wirklich so, also dementsprechend so. I'm just saying, you know, that I work with them as well, because it's just, they're so powerful, you just gotta work with them, that's it. Also ich wüsste für Deutschland jetzt nicht was Vergleichbares, was wirklich nur darauf spezialisiert ist. Also mir lief gerade so ein Thema letztens über den Weg im Zuge eines Projektes, die... Oh, ja. Do you really think that proposals are critical for the success of the always? They're the most efficient and effective and cost-effective way, right? Either you build that efficiency in-house. Your organization has to build powerful accounts and all this kind of stuff. I mean, the success percentage by which you can improve from using a professional or from using a powerful account is so dramatic that it makes it worthwhile. It really does. So these guys are really powerful. Yeah, I mean they're essentially SEO, social media guys, right? And they're very powerful in that they can help good content go somewhere, but just like any of us, they can't take terrible things, right? Things that have no value and make them go popular. And even if they did, this is one of the big reasons that I love social media so much, because when we talk about the links that Google wants to count, the links that Yahoo wants to count, the links that this type of content earns is exactly the kind of link that they want to count. So even if you take something terrible and you manage to get it on the top of Dig, no one's going to link to it, which means the search engines don't really care. Manipulate Dig all you want, because it doesn't matter to them, right? I mean, it really doesn't. You get thousands of stumble upon visitors who get on the top of Dig all the time, and no one likes your stuff. No one's going to link to it. Google doesn't care, right? It doesn't go onto the link graph. It doesn't negatively impact their results.
Yeah, what I like to say is always the dig effect is not about getting on the front page of dig. That's right. The dig effect is what happens after, and that's just it. If you don't have good, compelling content, nobody's going to link to it. That's just it. You'd have to have a good stuff. I mean, and the thing about smaller markets, right? The thing about a market that might not have as advanced a social media platform is that, yes, it's going to be harder to get the sort of big cascading success and the tens of thousands of visitors, but you don't need as much, right? I mean, a competitive search result in a niche industry in Germany is going to require so many fewer links to be competitive than a similar one in, you know, US, although US has to compete with essentially all the Commonwealth countries.